Von wegen schwaches Geschlecht. Heute schauen wir uns 3 brutale Mörderinnen an, die ihren männlichen Kollegen in nichts nachstehen. Seid also gespannt. Der Fall von Taylor Schabusiness. Am 23. Februar 2022 wurde Chad Tyrone, ein 24-jähriger amerikanischer Mann, von seiner Geliebten Taylor Schabusiness ermordet und zerstückelt. Der abgetrennte Kopf von Tyrone wurde von seiner Mutter Tara Pekanik in einem Eimer im Keller ihres Einfamilienhauses in Green Bay, Wisconsin entdeckt. Weitere abgetrennte Körperteile, darunter Tyrones zerteilter Torso in einem Aufbewahrungsbehälter, wurden später von der Polizei gefunden. Und nun noch ein ekelhafterer Teil, denn Schabusiness, die in einer sexuellen Beziehung mit Tyrone stand, gab zu, ihn während des Geschlechtsverkehrs erwürgt zu haben, woran er dann starb. Und das, während sie unter dem Einfluss von Methamphetamin und verschreibungspflichtigen Medikamenten stand. Sie setzte sogar den Geschlechtsverkehr mit Tyrones Leichnam fort, bevor sie ihn zerstückelte, seine inneren Organe entfernte und ihn zusätzlich danach noch verstümmelte. Schabusiness wurde verhaftet und wegen Mordes 1. Grades, Leichenverstümmelung und des sexuellen Übergriffs 3. Grades angeklagt. Am 26. Juli 2023 wurde sie von einer Jury in allen 3 Anklagepunkten für schuldig befunden. Die Verurteilung erfolgte am 26. September, wobei Schabusiness zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung verurteilt wurde. Doch wie kam es dazu? Am 21. Februar 2022 wurde Tyrone gegen 21:30 Uhr von Taylor Schabusiness, mit der er eine sexuelle Beziehung hatte, von der Wohnung seiner Mutter Tara Pekanik abgeholt. Das Paar begab sich zusammen mit einem Freund in eine Wohnung in der Eastman Avenue, wo sie Cannabis konsumierten. Schabusiness gab in ihrer Befragung an, dass sie und Tyrone auch Methamphetamin rauchten und nachdem der Freund die Wohnung verlassen hatte, auch Trazodon injizierten. Anschließend kehrte das Paar zum Haus von Tyrones Mutter zurück. Zu dieser Zeit waren Pekanik und ihr Freund Steve Hendrickson nicht zu Hause. Dort begaben sie sich in den Keller und begannen mit den sexuellen Handlungen. Schabusiness behauptete, dass sie bereits in früheren Begegnungen erotische Strangulationspraktiken angewandt hatten und dass sie bei diesem Vorfall Metallketten verwendet hatten. Schabusiness fuhr fort, Tyrone zu erwürgen, bis er Blut spuckte. Sie setzte dies fort, bis Tyrone verstorben war, was etwa 3 bis 5 Minuten dauerte. Anschließend führte Schabusiness Oralsex durch und benutzte mehrere Stunden lang Sexspielzeug an ihr selbst. Am nächsten Morgen zerstückelte sie den Körper mit Messern, die sie im Haus fand. Schabusiness positionierte den Körper auf dem Bett, enthauptete ihn über einem Eimer und einem Aufbewahrungsbehälter, um das Blut aufzufangen. Sie schüttete dann das Blut in den Abfluss der Kellerdusche. Sie entfernte auch die Organe, einschließlich Tyrones Penis, und platzierte sie in Plastiktüten, dem Behälter, Kartons und dem Eimer. 2 Tage später, am 23. Februar 2022, entdeckte Tyrones Mutter den Kopf ihres Sohnes in einem Eimer im Keller. Er war mit einem Handtuch bedeckt. Hendricks rief daraufhin die Polizei an, die den Keller durchsuchte und menschliche Organe in Plastiktüten und Kartons fand. Sein Torso wurde in dem Behälter entdeckt, wobei sein abgetrennter Fuß darin platziert war. Später fanden die Polizisten auch Tyrones abgetrennten Penis in dem Eimer. Weitere Körperteile, einschließlich eines Beins, wurden später in einer Crock-Pot-Box im Minivan von Schabusiness gefunden. Noch am selben Tag wurde Schabusiness von der Polizei in ihrem Minivan aufgegriffen. Ihre Kleidung war mit Blut bedeckt und ihr linker Daumen wies eine Schnittwunde auf. Außerdem hatte sie Kratzer an den Armen, die sie als selbst zugefügt angab. Sie wurden am 1. März wegen Mordes,
Leichenverstümmelung und sexuellen Übergriffs 3. Grades festgenommen und angeklagt. Shaw Business war bereits am 3. Januar desselben Jahres wegen Flucht, Widerstand gegen die Polizei und Behinderung der Justiz zu einer Haftstrafe von 3 Monaten verurteilt worden. Am 1. September 2022 reichte Shaw Business Anwalt Queen Jolie ein Plädoyer auf nicht schuldig aus Gründen der Unzurechnungsfähigkeit ein. Am 14. Februar 2023 griff Shaw Business ihren Anwalt an, nachdem er darum gebeten hatte, den Termin für den Prozess zu verschieben, damit Experten ihre Verhandlungsfähigkeit bestimmen konnten. Shaw Business wurde dann von einem Offizier des Sheriffs von Brown County zu Boden gebracht. Niemand wurde dann dabei verletzt. Etwa 10 Minuten nach dem Angriff teilte der Anwalt dem Richter Walsh mit, dass er eine Motion einreichen werde, um sich aus dem Fall zurückzuziehen. Am 3. März wurde er durch Christopher Fröhlich ersetzt, der beantragte, dass Walsh sich selbst wegen seiner Zeugenaussage des Angriffs von dem Fall zurückziehen solle. Doch Walsh lehnte dies ab. Die forensische Psychologin Diana Litton sagte aus, dass Shaw Business ihr erzählt habe, sie habe vor einem Jahr etwas mit Jeffrey Dahmer gehabt, obwohl Dahmer 1994 im Gefängnis von einem Mitinsassen ermordet wurde. Am 26. Juli wurde Shaw Business von einer Jury wegen vorsätzlichen Mordes 1. Grades, Leichenverstümmelung und sexuellen Übergriffs 3. Grades schuldig gesprochen. Am 26. September verurteilte Walsh Shaw Business zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung. Walsh sagte, er müsse die Öffentlichkeit vor ihr schützen. Dieses Verbrechen beleidigt die menschliche Anständigkeit, es beleidigt die menschliche Würde, es beleidigt die menschliche Gemeinschaft, sagte er. Tyrones Vater vergab Shaw Business und sagte, ich glaube, jeder trifft schlechte Entscheidungen, vielleicht nicht in diesem Ausmaß. Es bringt aber nichts, dich zu hassen. Ich weiß, du hast ein Herz und du hast einen Verstand. Der Sweetcase-Fall. Am 24. Februar 2020 verstarb George Torres Jr., ein 42-jähriger amerikanischer Mann, in Winter Park, Florida, während er sich in einem Koffer in seinem Zuhause befand. Torres erstickte, nachdem seine damalige 42-jährige Freundin Sarah Boone ihn in den Koffer eingesippt hatte. Nach Torres' Tod wurde Boone verhaftet und wegen Mordes 2. Grades angeklagt. Vor der Tötung von George Torres wurde dieser mehrmals wegen angeblicher Fälle von häuslicher Gewalt gegenüber Boone festgenommen und jedes Mal bezahlte Boone die Kaution, während Boone selbst einmal wegen mutmaßlicher häuslicher Gewalt gegen Torres verhaftet wurde. Ihr wurde dabei ebenfalls häusliche Gewalt vorgeworfen, indem sie angeblich Torres gewürgt haben soll. Klingt also ziemlich nach einer toxischen Beziehung. Sarah. For everything you've done to me. Sarah. For everything you've done to me. Sarah. Fuck you. Sarah. Fuck you. Sarah. Stupid. Sarah. That's my name. Don't wear it up. Sarah. I can't fucking breathe, babe. Seriously. Yeah, that's when you do when you choke me. Sarah. 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 Sarah, I can't breathe, babe. That's on you. Sarah, I can't breathe. It's on you. Sarah. Real or ransom. Might want to get video for it extra.
Because I got this. Sarah. Regular ass. Sarah. Sarah, I can't breathe, babe. Oh. That's what I feel like when you ching on me. Sarah. I Fuck can't you. fucking breathe, Sarah. Yeah. You should probably shut the fuck up. Sarah. Am 25. Februar 2020 rief Sarah Boone den Notruf an und teilte mit, dass ihr Freund George Torres tot sei. Boone behauptete, dass sie und Torres eine Flasche Wein getrunken und dann beschlossen hätten, Verstecken zu spielen. Sie sagte aus, sie dachten, es wäre lustig, ihn in den Koffer zu stecken und dass sie beide gelacht hätten. Boone gab an, dass sie dann nach oben gegangen sei und versehentlich eingeschlafen sei, wobei sie Torres im Koffer zurückließ. Boone wurde nicht am Tag der angeblichen Entdeckung von Torres im Koffer und dem Anruf bei der Polizei verhaftet. Am folgenden Tag wurde sie gebeten, zur Polizeistation zu kommen, um sich zu einem Verhör zu stellen. Während des Verhörs baten forensische Ermittler um ihr Handy. Sie gab es freiwillig ab und es wurde durchsucht. Die Suche förderte 2 Videos zutage, die Boone in der Nacht zuvor aufgenommen hatte. Allerdings konnte sie sich nicht daran erinnern, die Videos gemacht zu haben und versuchte auch nicht, sie zu löschen. Den Gerichtsakten zufolge zeigen die Videos Boone, die zu Torres sagt: „Für alles, was du mir angetan hast." Boone wurde daraufhin wegen Mordes 2. Grades angeklagt. Inhaftiert im Orange County Gefängnis ohne Kaution schrieb sie Briefe an den Richter des Prozesses und erklärte, dass sie nicht fair vertreten worden sei. Sie plant, die Verteidigung der misshandelten Frau bei ihrem Prozess zu nutzen. Der Fall Isabella Guzman. Die 18-jährige Isabella Guzman schickte ihrer Mutter eine E-Mail mit dem Inhalt: „Du wirst bezahlen", und spuckte ihr später ins Gesicht. Einen Tag bevor sie ihrer Mutter 79 Mal ins Gesicht und am Hals in ihrem Badezimmer in ihrem Zuhause in Aurora erstach. Eine Autopsie zeigte, dass die Mutter, die 47-jährige Yoon Mi Hoi, nach wiederholten Stichen im Gesicht und am Hals starb, wie aus einem von 7 News erhaltenen Haftbefehl hervorgeht. Der Stiefvater des Teenagers, Ryan Hoi, sagte aus, seine Frau sei angegriffen worden, als sie am Mittwochabend in ihrem Badezimmer im Obergeschoss duschen wollte. Der Stiefvater berichtete der Polizei, dass er unten beim Abendessen war, als er ein dumpfes Geräusch im Obergeschoss hörte und seine Frau seinen Namen rief. Der Stiefvater eilte nach oben, hörte das laufende Wasser und versuchte, sich durch die verschlossene Badezimmertür zu drängen. Er sagte, er habe einen flüchtigen Blick auf Isabella erhascht, die die Tür mit dem Rücken zuschlug und verriegelte. Ryan Hoi sah Blut unter der Badezimmertür hindurchsickern, rannte, um sein Handy zu holen, und rief die 911 an. Er teilte dem Notruf mit, dass er glaube, seine Frau werde angegriffen. Der Stiefvater eilte mit dem noch laufenden Notruf zurück ins Badezimmer und hörte seine Frau Jehova sagen, wie es im Haftbefehl heißt. Dann öffnete sich die Badezimmertür und Isabella trat heraus, ein Messer in ihrer rechten Hand nach unten haltend, sagte der Stiefvater. Er erklärte, Isabella habe kein Wort gesagt und starrte geradeaus, als sie an ihm vorbeiging und die Treppe hinunterging. Ryan Hoi sagte, er schaute in das Badezimmer und sah den nackten Körper seiner Frau, der mit Blut bedeckt auf dem Boden lag. Ihre Kehle war durchgeschnitten, sagte er der Polizei, und ein Baseballschläger lag unter ihrem Körper. Gemäß den Anweisungen des 911-Disponenten versuchte Ryan Hoi, die Atemwege seiner Frau zu öffnen und Wiederbelebungsmaßnahmen durchzuführen. Aber er sagte später der Polizei, dass die Augen seiner Frau ins Leere starrten und er glaubte, sie sei bereits tot. Vor Ort wurde sie dann aber leider für tot erklärt.
Der Stiefvater sagte, Isabella Guzman habe das Messer genommen und sei nur in einem pinkfarbenen Sport-BH und türkisfarbenen Shorts bekleidet aus dem Haus geflohen, so der Haftbefehl. Sie wurde am Donnerstagnachmittag von der Polizei in Aurora in einem Parkhaus an der 2851 S. Parker Road in der Nähe der East Hampton Avenue festgenommen. Ryan Hoy sagte, seine Stieftochter habe oft mit ihrer Mutter gestritten. Seit sie jung war und im Alter von etwa 7 Jahren sei sie für eine Weile zu ihrem Vater, Robert Guzman, geschickt worden. Der Stiefvater sagte, Isabella sei in letzter Zeit gegenüber ihrer Mutter zunehmend bedrohlich und respektlos geworden, inklusive Schreien und Spucken im Gesicht ihrer Mutter am Dienstag. Yoon Mi Hoy hatte solche Angst vor ihrer Tochter, dass sie ihren Mann bat, mit ihr im Schlafzimmer zu schlafen, sagte der Stiefvater der Polizei. Dann zeigte Yoon Mi Hoy am Mittwochmorgen ihrem Mann eine E-Mail ihrer Tochter, die ihm wesentlich besagte, „Du wirst bezahlen“, sagte Ryan Hoy der Polizei. Dies veranlasste die Mutter, die Polizei später am Mittwoch anzurufen und die Beamten darum zu bitten, zu ihr nach Hause zu kommen, weil ihre Tochter gedroht hatte, ihr zu schaden. Beamte, die auf den häuslichen Zwischenfall reagierten, kamen im Haus an und sprachen mit der Mutter und der Tochter und warnten Isabella davor, dass ihre Mutter sie wegen ihres Verhaltens aus dem Haus werfen könnte, sagt Ryan Hoy der Polizei. Der Vater des Teenagers, Robert Guzman, sagte 7 News, er habe seine Tochter auf Wunsch ihrer Mutter nur Stunden vor der Tat beraten. Er sagte, die Mutter von Isabella sei besorgt über ihre jugendliche Aufsässigkeit und ihren Mangel an Respekt gegenüber Älteren gewesen. Der Stiefvater sagte, dass sich die Dinge nach dem Polizeibesuch zu beruhigen schienen und das Mädchen blieb den Rest des Abends in ihrem Zimmer. Am Freitagmorgen ordnete ein Richter an, dass Isabella Guzman ohne Kaution wegen des Verdachts auf Mord 1. Grades in Haft bleibt. Guzman hatte einen Verband am rechten Handgelenk und trug einen orangefarbenen Gefängnisanzug während des kurzen Auftritts im Gerichtsgebäude des Arathi County. Die Beamten nahmen die Jugendliche fest, nachdem jemand gegen 11:30 Uhr den Notruf angerufen hatte, um einen Körper in einem Auto im Parkhaus an der South Parker Road zu melden. Bei der Ankunft fanden die Beamten das Auto, aber niemand war darin. Sie fanden jedoch Gegenstände im Auto, die sie glauben ließen, dass diese Gegenstände mit dem vorherigen Mord in Verbindung standen, sagte der Aurora-Polizeisprecher Frank Fanier. Die Polizei rief verdeckte Beamte zur Unterstützung bei der Suche im Parkhaus an und es wurden weitere Gegenstände gefunden, von denen angenommen wurde, dass sie mit dem Mord zu tun hatten, sagte Fanier. Ein Polizei-K9-Team schloss sich der Suche zusätzlich an. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde Guzman von den Beamten dann dabei beobachtet, wie sie aus dem Parkhaus ging. Sie wurde dann festgenommen und zum Hauptquartier gebracht, sagte Fanier. Robert Guzman sprach mit 7 News, bevor seine Tochter festgenommen wurde. Er sagte, die Familie sei über den Tod seiner Ex-Frau zutiefst schockiert. Wir sind zutiefst traurig, natürlich sind wir über den Tod meiner Ex-Frau aufgebracht, sagte Robert Guzman. Der Vater sagte, er sei auf Wunsch seiner Ex-Frau etwa 3 Stunden vor der Tat zu Isabella gegangen, zu dem Haus, in dem Isabella mit ihrer Mutter lebte. Der Vater deutete an, dass Isabella sich in jugendlicher Aufsässigkeit befunden habe. Ich ging, um mit ihr zu sprechen, weil ihre Mutter besorgt war und wollte, dass ich mit Isabella spreche, sagte Robert Guzman. Also ging ich, um mit Isabella zu sprechen und wir setzten uns im Hinterhof hin und schauten uns die Bäume und die Tiere an. Ich begann mit ihr über den Respekt zu sprechen, den Menschen gegenüber ihren Eltern haben sollten. Und ich versuchte ihr zu verdeutlichen, dass sie ihren Eltern gehorchen sollte, nicht aufsässig sein sollte, dass sie versuchen sollte, mehr zuzuhören und alles lief gut.
In dem Gespräch dachte ich, dass ich Fortschritte gemacht hatte, aber offensichtlich hat es nichts gebracht, denn Stunden später geschah dies, sagt der Vater. Isabella ist ein gutes Mädchen, sie hat ein gutes Herz, sagte Robert Guzman, aber ich weiß nicht, was passiert sein könnte, ehrlich gesagt, um diese Art von Reaktion hervorzurufen. Fotos auf Facebook zeigen den Teenager im Hello Kitty T-Shirt. Wenn es ein Klischee für einen Mordverdächtigen gibt, sieht Guzman nicht danach aus. Die Jugendliche, die den Spitznamen Isa trägt, sieht auf Fotos auf ihrer Facebook-Seite wie eine Schönheitskönigin oder ein Model aus. Auf ihrer Seite befindet sich ein Foto von einer Wassermelonenscheibe mit dem Wort Love eingraviert. Es gibt auch ein Foto von ihr in einem Hello Kitty T-Shirt und Jeans, die vor einem Rockband-Set aus einem Gesangswettbewerb im letzten Jahr steht.